Kennt ihr dieses seltsame, fast schon künstliche Gefühl, wenn ein Film beginnt und man schon in den ersten 5 Minuten merkt, dass das hier irgendwie kein klassisches Kino ist, sondern einfach wirklich nur nach einer Preisverleihung riecht? Genau dieses Gefühl ist wirklich schwer zu greifen, aber wenn man einmal darauf geachtet hat, kann man es vielleicht gar nicht mehr ignorieren. Es ist nämlich nicht der Geruch von Risiko und auch nicht der von Schmutz, sondern wirklich dieser sterile, parfümierte Duft einer perfekt durchkalkulierten Hollywood-Bewerbungsmappe, bei der man fast den Eindruck hat, der Film schaue gar nicht uns an, also das Publikum, sondern er blinzelt nervös an der Kamera vorbei, direkt in Richtung der Academy und ruft: „Hallo, ich bin wichtig. Ach ja, und ich behandle ein historisches Trauma. Ach, und ich bin ganz sicher nicht extra so konzipiert, also bitte gib mir eine Nominierung." Wenn wir solche Filme sehen, erleben wir oft vielleicht keine organische Geschichte mehr, sondern befinden uns im Uncanny Valley des Prestige-Films. Also alles sieht aus wie große Kunst, die Musik setzt auch genau im richtigen Moment ein, aber das Herz des Films ist eigentlich Teil einer Marketingstrategie. Und genau dann befinden wir uns vielleicht nicht mehr in einem kulturellen Wettbewerb, sondern mutmaßlich in einem politischen Wahlkampf, wo Studios Narrative genau so bauen, wie Parteien ihre Slogans entwerfen. Und bevor ihr mich hier missversteht, ich liebe das Kino und ich liebe es auch, wenn mich ein Film emotional komplett zerlegt. Aber wir müssen trotzdem, und gerade jetzt zu den Oscars, dringend mal darüber reden, warum sich manche dieser Oscar-Filme anfühlen wie Hausaufgaben, die man brav abgehakt hat. Denn Wählbarkeit ist in Hollywood oft vielleicht keine Kunstform, sondern eine Formel. Und wie wir gleich sehen werden, ist es eine Formel mit einer verdammt hohen Preisliste. Also, legen wir los. Lassen wir uns vielleicht mal kurz auf ein Gedankenexperiment ein, nämlich die Frage: Wie konstruiert man eigentlich einen unwiderstehlichen Oscar-Kandidaten? Also wie sieht diese Architektur der Gefälligkeit denn wirklich aus? Naja, zuerst braucht man eventuell ein Fundament, das niemand angreifen kann. Man nimmt also eine wahre Geschichte und am besten eine, die ein kulturelles Siegel trägt. Ein missverstandener Musiker, ein stotternder König oder ein tragisches Genie. Dieses Fundament kleidet man dann mit Leid. Aber, und das ist der Trick, es darf kein hässliches, verstörendes Leid sein, wie wir es im Horror finden, sondern es muss eben ein ästhetisches Leid sein, also Überwindung oder der Triumph des menschlichen Geistes. Das Ziel dabei ist es nämlich meistens, einen Film zu schaffen, gegen den niemand sein kann. Er darf also nicht zu sperrig sein und auch nicht zu weird. Er muss sich eben genauso anfühlen wie eine warme Decke aus moralischer Überlegenheit, oder ebenso wie beispielsweise Green Book. Dieser Film ist nämlich so ziemlich die Perfektion dieser Formel, denn er passte damals so nahtlos in die Komfortzone der Academy, dass er 2019 tatsächlich den Oscar für Best Picture gewann, weil er Rassismus mutmaßlich auf eine Weise behandelte, die niemanden groß störte oder empörte. Es war also hier die relativ sichere Variante von Geschichte. Oder nehmen wir Bohemian Rhapsody. Ein Musikbiopic, das filmisch von vielen Kritikerinnen und Kritikern zerpflückt wurde, weil der Schnitt in Fachkreisen wohl als hektisch galt, aber der Film bot zugleich eben diese maximale Transformation in sich. Das Ergebnis also: Rami Malek als Hauptdarsteller gewinnt Actor in Leading Role und dazu gibt es noch Oscars für Schnitt, Tonmischung und auch Tonschnitt. Warum das Ganze? Naja, weil der Film am meisten Film war. Er war eben laut, er war emotional und er war eine Imitation. Er hat die Checkliste, wenn man so will, also so laut abgehakt, dass man die Fehler womöglich überhört hat. Mit diesen Punkten wirkt es aber eben oft auch so, als würde Hollywood nicht die beste Regie auszeichnen, sondern die am besten ausgefüllte Tabelle oder Checkliste. Und bevor ihr jetzt sagt, was ich nachvollziehen könnte, dass das hier ja alles eine Verschwörungstheorie ist, kann ich euch, wenn auch nicht eindeutig, beweisen, dass das seit Jahren einfach Marktlogik ist. Der Sender RTE hat nämlich beispielsweise schon aufgezeigt, dass Studios diese Kampagnen oft extrem früh planen. Und dabei reden wir hier nicht von Monaten vor dem Release, sondern teilweise von einem Jahr im Voraus. Also manchmal sogar bevor die erste Klappe am Set überhaupt gefallen ist. Der Oscar tropft also sehr oft nicht zufällig aus einem Film raus, sondern vielmehr bekommt man von Tag 1 ein System oder einen Plan auf
um ihn mutmaßlich genau dorthin zu leiten. Aber die Formel allein erklärt eben noch nicht, warum wir als Zuschauer vielleicht auch manchmal darauf reinfallen. Denn wenn wir mal tiefer in die Psychologie blicken, stoßen wir eventuell auf das stärkste Phänomen, das auch mich als Liebhaber von subtilem Kino auch regelmäßig wirklich fertig macht. Es scheint nämlich, und gerade in letzter Zeit so, als würde Hollywood Schauspielerei oft auch mit Hochleistungssport verwechseln. Denn, und da muss man wirklich ehrlich sein, wer gewinnt die Trophäe denn eher? Naja, meistens derjenige, bei dem man die Anstrengung halt auch am deutlichsten sieht. Irgendwo über diesem Schauspiel schwebt nämlich schon immer der goldene Geist der Anerkennung und es ist ja auch logisch, dass sich ein Schauspieler oder ein Regisseur, wenn sie wissen, dass dieser Film ins Oscar-Schema passt, etwas mehr anstrengen oder auch teilweise selbst aufgeben, wenn es um Wut oder allgemeine Gefühlsausbrüche geht. Richard Brody, ein amerikanischer Filmkritiker vom New Yorker, nennt das auch ein Pavlovian Reward System, also ein Pavlovsches Belohnungssystem, bei dem die Academy wie ein konditionierter Hund auf selbstverleugnende Arbeit reagiert. Und wenn so etwas stimmt, ist es ja auch irgendwie logisch, dass die Komödie da kaum Respekt bei den Oscars bekommt, weil es da eben so leicht aussieht oder weil man den Schweiß eben nicht sieht. Aber hinter diesem System steckt auch noch eine psychologische Mechanik. Unser Gehirn nutzt den wahrgenommenen Aufwand, also wenn wir zum Beispiel sehen, dass ein Film besonders hübsch aussieht, nämlich oft auch einfach als Abkürzung für Qualität. Und dafür gibt es auch ein schlaues Wort in der Wissenschaft, nämlich Effort Heuristic. Und das greife ich jetzt hier trotz des Fachbegriffs nicht unbedingt aus der Luft, denn schon in klassischen Experimenten von damals bewerteten Menschen dasselbe Gedicht, nämlich signifikant besser, wenn man ihnen erzählt, der Autor habe 18 Stunden dafür gebraucht, statt nur 4. Mehr Schweiß ist also nicht gleich mehr Kunst. Oder halt auch der Satz, er saß jeden Morgen da 3 Stunden in der Maske, heißt nicht direkt, dieser Film muss genial sein. Schaut man sich beispielsweise Paul Mescal in Aftersun an, ist seine Schauspielleistung leise, präzise und sogar fast schmerzhaft normal. Also kein Gebrüll und auch keine Perücken. Er spielt einfach einen Vater, der innerlich zerbricht und alles andere würde vielleicht auch nicht zum Film passen. Aber ja, natürlich wurde er nominiert, hatte aber realistisch gesehen, und das ist jetzt wirklich nur eine Theorie, mutmaßlich keine Chance zu gewinnen, weil man diese Art von Schauspiel oft eben schlecht in einen 30-sekündigen Kampagnenclip packen kann. Zusammengefasst haben wir jetzt also die Formel und wir haben die Psychologie, aber es gibt natürlich noch etwas, das das Ganze so wirklich antreibt, nämlich, und das haben wir uns alle gedacht, das Geld. Die Oscars tun zwar gerne so, als wären sie ein reines Kunsturteil und die Besten der Besten, aber so wie beispielsweise schon Vanity Fair und der New Yorker berichteten, pumpen Studios oft Millionen von Dollar in PR-Kampagnen, Anzeigen und Sichtbarkeit. Und es gibt sogar einen Mann, der dieses Spiel für immer verändert hat, nämlich Harvey Weinstein. Dieser Mann dürfte euch wahrscheinlich auch was sagen, wenn ihr den namensgebenden Skandal mitverfolgt habt, aber hier geht's jetzt um was anderes. 1999 ist zwar schon ein bisschen her, aber das war so ziemlich das Jahr von Shakespeare in Love gegen Steven Spielbergs Der Soldat James Ryan. Und eigentlich war Steven Spielberg hier der klare Favorit, weil sein Film für viele eben ein Meisterwerk war. Weil Miramax damals laut Berichten jedoch geschätzte $5 Millionen in die Kampagne setzte, gewann damals plötzlich mutmaßlich nicht der Favorit, sondern der Film, der besser kampagnisiert wurde. Das klingt heute vielleicht nach wenig, war damals aber ein echter Gamechanger, weil Miramax nicht nur eine normale Kampagne gestartet hatte, sondern wirklich womöglich politische Wahlkampfmethoden nach Hollywood importiert hat, indem sie beispielsweise, laut Berichten, private Screenings an Urlaubsorten mit handgeschriebenen Einladungen durchführten. Und wie Vanity Fair berichtete, streute man sogar subtil Gerüchte, indem man den Leuten damals einredete, der Soldat James Ryan sei eigentlich nur in den ersten 15 Minuten gut. Laut der Darstellerin Terry Press wurde genau dieses Negative Companion danach zum Standard. Harvey Weinstein ist also vielleicht der erste dunkle Architekt dieser Industrie. Heutzutage ist das aber natürlich noch viel mehr geworden. Weil die Industrie größer wurde und die Preise demnach regelrecht explodierten, nennt man heute eine Spanne von 3 bis 10 Millionen Dollar als typische Kosten für eine einzige Studiokampagne.
Und wenn ein Streaming-Gigant wie Netflix dann auch unbedingt den Stempel Kunst will, wird es teilweise noch teurer, wie die Kampagne zum Netflix-Film Roma mit etwa 40 Millionen Dollar beweist. Branchenweit soll pro Jahr teilweise wohl sogar über $500 Milliarden nur für Oscar-Kampagnen ausgegeben werden und allein die For You Consideration Ads kosteten 2022 fast 53 Millionen Dollar. Man muss sich vielleicht deshalb hier mal klar machen, dass das Budget, um den Preis überhaupt zu gewinnen, oft nochmal höher ist als das Budget, um einen kompletten Indie-Film zu drehen. Und das Kaufen von Aufmerksamkeit funktioniert hier überhaupt erst so gut, weil die Academy eben nicht die Welt ist, sondern eher ein Dorf, wenn man sich das mal so genauer anschaut. In der Nominierungsphase wählen die Branchen nämlich meistens mutmaßlich unter sich und im sogenannten Actor Branch, also eine spezielle Abteilung oder Mitgliedergruppe innerhalb der Academy, die aus professionellen Schauspielern besteht und in der es rund 1200 Mitglieder gibt. Rein rechnerisch braucht man dazu nur etwa 250 Stimmen für eine Nominierung. Das heißt, wenn du genug Geld hast, musst du also nicht die Masse überzeugen, sondern vielmehr musst du nur 250 Leute oft genug beim Mittagessen sehen, sodass sie wissen, dass du existierst. Und das fühlt sich dann eben nicht mehr wie Kultur an, sondern so ein bisschen wie Lobbyismus. Aber so schlimm das schon alles ist, gibt es eine Sache, die ich persönlich wirklich noch schlimmer finde, weil ich das wirklich unfair finde. Denn wenn man schon das System Prestige und sichtbaren Aufwand belohnt, dann fällt eine Art von Kino immer hinten runter, nämlich das Kino des Körpers, also Horror. Horror ist nämlich ehrlich, weil er dich eigentlich immer direkt anspricht und will, dass du Angst hast oder dass du dich halt ekelst. Aber genau diese Ehrlichkeit hassen Institutionen vermeintlich, weil sie sich eben für würdevoll halten. Angst gilt dort also vielleicht eher als niederes Gefühl und genau deshalb sind in fast 100 Jahren Oscar-Geschichte vielleicht nur 6 Scary Movies je für Best Picture nominiert worden. Ja, ihr habt richtig gehört, ganze 6. Also bis 2024 waren es 6. Seit 2025 sind es immerhin 7, weil The Substance dazugekommen ist. Vorher hatten wir da nur Der Exorzist, Der weiße Hai, Das Schweigen der Lämmer, The Sixth Sense, Black Swan und Get Out stehen und gewonnen hat davon nur einer, nämlich Das Schweigen der Lämmer. Aber denken wir zum Beispiel mal an Hereditary, den ich in meinem A24-Video bereits erwähnt hatte, liefert Toni Collette hier womöglich eine Performance ab, die einen innerlich regelrecht ausfringt. Also sie schreit, sie trauert und zerfällt quasi psychisch. Von diversen Magazinen wurde sie damals auch als Best Actress gehandelt, aber am Ende gab es leider wirklich nur Stille, weil es vielleicht eben Horror war und kein Biopic über eine königliche Hoheit. Beweisen kann man das aber auch nicht. Aber, und das ist der Trost für uns, es gibt trotzdem immer eine höhere Instanz, denn die Geschichte hat zum Beispiel bei John Carpenters The Thing, obwohl er damals als zu eklig galt, entschieden, dass der Film doch noch in das National Film Registry, das jährlich 25 kulturelle, historische oder ästhetisch bedeutsame Filme auswählt, als Teil der 2025er Auswahl aufgenommen wurde. Das heißt also, du kannst von den Oscars vielleicht verachtet werden, aber du kannst am Ende vielleicht doch als wichtigeres Werk überleben. Und genau darum geht es bei Kunst ja eben immer noch. Der Oscar ist nämlich, und das wussten wir ja eventuell alle schon lange, eben nicht die Wahrheit, sondern eher ein Zeitungsartikel von gestern, der manchmal auch schlecht altert. Schaut man sich den Film Crash als Best Picture-Gewinner an, nennen Berichte den Sieg zum Beispiel als eine der peinlichsten Oscar-Entscheidungen, weil damals kein anderer Film als Brokeback Mountain verloren hatte, der 2 Jahrzehnte später immer noch relevant ist und 2018 auch in das National Film Registry aufgenommen wurde. Oder 2011, als The King's Speech gegen Social Network gewonnen hatte. Da nennen Berichte den Sieger rückblickend als die sichere Wahl, aber The Social Network wurde 2024 auch ins Registry aufgenommen. The King's Speech nicht. Und weil es so schön war, nochmal zu Green Book, also der Gewinner von Best Picture 2019, gegen Roma. Naja, Roma wird heute oft noch analysiert, Green Book aber stattdessen manchmal auch negativ in Berichten genannt. Also nein, ich will nicht sagen, dass der Oscar egal ist, denn er hat Macht, er generiert Geld, aber er ist eben nicht das letzte Wort über Kunst.
sondern das sind wir oder spezifischer genau du, der das hier gerade schaut. Denn am Ende ist die wichtigste Frage eben nicht, wer hat gewonnen, sondern vielmehr die brutalere Wahrheit, was bleibt denn wirklich über? Also wenn ihr Filme liebt, dann gebt eure Aufmerksamkeit doch gerne den Werken, die eben mal mutmaßlich keine Bewerbung schreiben, sondern euch wirklich etwas antun wollen im positiven Sinne. Also den Filmen, die riskieren, gehasst zu werden, statt nur gemocht werden zu wollen. Und wenn ihr das nächste Mal einen Film seht, der schon in den ersten 5 Minuten verdächtig stark nach Oscar riecht, dann lehnt euch vielleicht mal zurück und fragt euch ganz ehrlich, sehe ich hier gerade wirklich Kunst oder schaue ich mir nur ein sehr, sehr teures Bewerbungsvideo an? Und um das nochmal klarzustellen, ich möchte keinen Film hier direkt angreifen, sondern wirklich nur klarstellen, wie das System dahinter manchmal funktioniert. Alle diese Filme haben ihre Berechtigung und alle diese Filme sind bestimmt auch auf ihre Weise einfach gut. Aber jetzt würde mich eure Meinung wie immer brennend interessieren. Schaut ihr euch die Oscars jedes Jahr an? Schaut ihr später nur auf die Gewinner oder interessiert euch die Veranstaltung vielleicht gar nicht mehr? Und nehmt ihr die Gewinner überhaupt ernst, die bei so einer Preisverleihung gewählt werden? Oder vertraut ihr eher eurer eigenen Meinung? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und wenn ihr wissen wollt, wie genau so ein Bewerbungsvideo aussieht, das versucht, Kunst mit Kommerz zu vermischen, dann könnt ihr euch meine Analyse zu Resident Evil vielleicht etwas genauer anschauen. Wir sehen uns im nächsten Video und haut rein!